Ich bin Sebastian Klemmer. Ich bin Werkstattleiter der Prüfwerkstatt in der Universität Bonn und unter anderem auch einer der Ausbilder von der Merlend, die ich für VIA Uni Bonn nominiert habe. Die Merlend ist halt eine super Schülerin. Also wirklich, wir reden hier von vielen Einsen, vielen Einsen und auch eine super Zwischenprüfung, die die hingelegt hat. Und bei, sag mal, solch guten Auszubildenden, da ist das für uns halt eben kein Problem, dann etwas zu ermöglichen, wie in diesem Fall halt so ein Auslandspraktikum im Sommer in Spanien, um da halt eben andere Firmen, andere Werte kennenzulernen. Die Merlin, die fällt halt schon sehr positiv auf. Diese Noten, die sind außergewöhnlich, die fallen auf, da gibt es auch Kommentare drüber und Gespräche drüber mit die Vorgesetzten, die dann untereinander auch merken, okay, da haben wir jemanden, der halt schon hervorsticht, positiv. Hallo, ich bin die Merlend. Ich bin Auszubildende im 3. Lehrjahr an der Uni Bonn als Elektronikerin für Energie- und Gebäudetechnik. Also ich lerne alles, was elektrisch im Haus zu machen ist, zum Beispiel Lichtinstallation, Steckdoseninstallation und so weiter und so fort, Schaltschrankbau. Aber an der Uni lerne ich vor allem auch viel, was mit Reparatur, Instandhaltung und Wartung zu tun hat. Das macht Spaß. Ich habe herausgefunden, dass man über die Berufsschule, weil es ein Europakolleg ist, eben Auslandsaufenthalte planen kann. Und die haben da eine Partnerorganisation, die einen vermittelt. Und ich dachte, warum nicht? Vor Ort habe ich auch eine Organisation gehabt, die sich meiner Bedürfnisse angenommen hat, mir gezeigt hat, wo der Betrieb ist und wo ich alles finde, wo meine Wohnung ist. Ich hatte auch Mitbewohner, da habe ich Leute kennengelernt aus dem ganzen EU-Ausland, die auch Praktika gemacht haben oder studiert haben im Ausland. Und genau, als erstes habe ich auch einen Spanischkurs bekommen. Und dann habe ich angefangen zu arbeiten und ich war dann in einer sehr kleinen Firma mit nur 2 Leuten. Es war sehr interessant für mich, auch was die Elektrotechnik betrifft, weil man in Spanien nicht alles genauso macht wie in Deutschland. Es gibt andere Normen, andere Vorschriften und auch andere Arten, etwas zu tun, zum Beispiel eine Steckdose zu installieren mit anderem Werkzeug, andere Bauteile, andere Verdrahtungsarten. Zum Beispiel wird in Deutschland viel mit starren Drähten verdrahtet und in Spanien halt auch viel mit flexiblen Drähten. Und das war für mich dann auch nochmal neu. Und eben auch die Erfahrung auf dem Neubau, weil ich hier an der Uni eben mehr mit bereits existierenden Gebäuden arbeite, die Wartung brauchen oder Reparaturen und in Spanien eben auch einfach ein neues Gebäude installiert habe, genau. Also das hier ist eine normale Spitzzange. Die war in meinem Werkzeugkoffer, den ich bekommen habe, als ich meine Ausbildung hier angefangen habe im 1. Lehrjahr. Und das war auf jeden Fall eine schöne, positive Überraschung, weil ich da einen niegelnagelneuen Werkzeugkoffer, voll bestückt mit allem, was ich brauchte, vor mir stehen hatte. Und das finde ich immer noch schön, den zu öffnen und all meine Sachen zu sehen und ab und zu einfach zu denken, ich bräuchte jetzt das und das dann einfach rauszuholen und nicht irgendwo fragen zu müssen. Also mit der Spitzzange kann man wirklich alles machen. Man kann Drähte anfassen, ohne sie mit den Händen berühren zu müssen und irgendwo einführen oder rausziehen. Und dafür gibt es sowohl eine geriffelte wie auch eine glatte Fläche. Und dann kann man Drähte auch absetzen. Tatsächlich wurden mir von meinen Kollegen auch Werkzeuge noch mitgegeben nach Spanien. Nicht nur, was ich auch in meinem Werkzeugkoffer habe. Da habe ich mir dann kleine Miniaturversionen auch teilweise zugelegt oder zugesteckt bekommen. Und die haben mir dann auch sehr gut geholfen, weil ich nicht alle Werkzeuge dort vor Ort gefunden habe. Und das hat mich auch sehr gefreut, dann meine eigenen Werkzeuge zu haben und damit dann selbstständig arbeiten zu können. Ich bin sehr froh, dass ich diese Erfahrung machen konnte und auch sehr froh, dass ich Ansprechpartner gefunden habe an der Uni, die bereit waren, mit mir was Neues auszuprobieren. Und deshalb bin ich froh, meine Ausbildung hier zu machen.